Ja, also natürlich waren Hauptakteure in diesem Wirtschaftskrieg gegen die DDR die westdeutschen Konzerne, und das waren natürlich auch die aus der DDR geflohenen Besitzer von Fabriken und auch Kriegsverbrecher teilweise, die enteignet worden waren etc. Und diese Konzernmacht bestand ja nicht nur darin, dass sie hier im Besitz der Fabriken waren. Sie waren ja auch diejenigen, die dann Patente abgezogen haben. Es ging um Markennamen für Produkte, die weiter bei uns produziert wurden, aber wo dann wieder Konkurrenzfirmen im Westen das beansprucht haben. Es ging um die Abwerbung von Fachkräften, von ingenieurtechnischen Personal etc. Die Konzerne haben noch Jahrzehnte ihren Stammbelegschaften Zuwendungen zukommen lassen, um sie bei der Stange zu halten. Es wurde schon alles versucht, auch das nicht in Vergessenheit zu geraten, wer ja eigentlich mal das Sagen hatte und wer vielleicht wiederkommen würde und wollte. Ja. Diese Geschichten haben eine große Rolle gespielt. Also vielleicht erstmal noch mal zu den Embargo-Problemen. Wir haben hier praktisch in der DDR einen relativ hochentwickelten Maschinenbau auch gehabt. Wir haben auch in einigen Bereichen, zum Beispiel beim Druckmaschinenbau, Weltspitze gehabt. Aber mit der Digitalisierung, wo wir praktisch ins Hintertreffen geraten waren, waren unsere guten Maschinen nur exportfähig, wenn sie auch mit elektronischer Steuerungstechnik ausgestattet waren. Und hier war dann der entscheidende Hebel, wo wir immer weiter ins Hintertreffen geraten sind. Und solche Sachen haben uns natürlich sehr, sehr behindert. Und die zweite Sache, von der ich sprechen wollte, war natürlich, wenn man jetzt mal die Außenhandelsbeziehungen betrachtet, so sind ja diese Verträge ausgehandelt worden von Außenhändlern der DDR und westdeutschen Außenhändlern. Und hier hat natürlich die Korruption, Versuche der Korruption eine entscheidende Rolle auch gespielt. Also wenn ein Außenhändler einen Vertrag, der vielleicht 25 Millionen D-Mark oder was wert war, verhandelt hat und haben gesagt, hat das Angebot, also du kriegst 1 Million und am Ende sind das bloß 23 Millionen, dann haben wir alle beide gewonnen. Also so lief das teilweise auch ab. Glücklicherweise waren natürlich nur wenige Außenhändler bereit, sich auf solche kriminellen Machenschaften einzulassen, aber das MFS war natürlich dazu da, solche Dinge aufzudecken, zu unterbinden. Das ist völlig logisch. Wenn man das heute betrachtet, diese Geschäftsgebaren, was da alles mit Korruption und Bestechung organisiert wird, da kriegt man erstmal mit, wie groß das Potenzial dazu ist. Für die Kapitalisten zählt am Ende der Profit und was davon an Schmiergeld weggeht. Und wenn es unter den Strich stimmt, dann ist das alles in Ordnung. Ja, also ganz typisch war ja, als die DDR begonnen hatte, die Kollektivierung der Landwirtschaft voranzutreiben, dass da natürlich nicht nur äußere Feinde, sondern auch in der DDR dem alten System verhaftete und auch von dort übrig gebliebene Leute versucht haben, diese Entwicklung aufzuhalten. Also es war in großem Stil der Fall, dass also LPG-Scheunen angezündet wurden. Ne? Es war eben auch so in der Zeit der offenen Grenze, da sind eben auch Bauern in den Westen, haben gleich ihr Vieh mitgenommen und solche Sachen. Das ging ja damals noch. Ja. Also da war auf dem landwirtschaftlichen Sektor war schon ein echter Klassenkampf entstanden. Und die konnten sich natürlich auch auf viele rückständige Auffassungen stützen, die Leute, die
bei uns gelebt haben, waren ja nicht automatisch, dadurch, dass in der DDR waren Sozialisten geworden. Die hatten ja ihre überkommenen Auffassungen, die waren auch teilweise religiös gebunden, und in manchen Kirchen hat der Pfarrer gepredigt gegen die Vergenossenschaftung in der DDR und so weiter und so weiter. Also dieser Klassenkampf hat da schon eine Rolle gespielt, und ich würde mal sagen, diese ökonomische Geschichte war ja nur eine Facette dieser vielfältigen Angriffe, die es gegeben hat. Es hat ja zum Beispiel in den 50er Jahren vor allen Dingen den Zustand gegeben, dass also Millionen von Hetzflugblättern, also mit Ballons, abgeworfen wurden, über den Postweg eingeschleust wurden. Selbst an der Ostsee in Plaste verpackt wurden Flugblätter angeschwemmt, Hetzflugblätter gegen die Entwicklung der DDR. Also eine ganz massive Propaganda, unterstützt natürlich auch durch so einen Sender wie RIAS, der direkt für die DDR also eine Sendeanlagen gebaut hat in West-Berlin und in Hof, also mit der Möglichkeit, weitgehend in die DDR einzustrahlen. Nur deshalb auch als von US-Geheimnis abhängiger und gesteuerter Sender, der die ganze Sachen hier gesteuert hat. Oder eben auch, wenn wir an den 17. Juni 1953 denken, der ja praktisch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese ursprünglich in der DDR entstandenen Konflikte dann so eskaliert sind.